36 bis 40 km/h zu schnell, 1558 Euro. Wie der. Wow, Führerscheinentzug. Hallo und herzlich willkommen. Ich dachte mir, ich mache wieder mal was Neues. Und zwar eine Aufnahme, wo ihr mich hier quasi von der Seite seht, aber ich etwas hier auf dem Rechner mache. Vielleicht ist es die Vorstufe zu meinem ersten Livestream. Ich weiß es nicht, aber schreibt gerne in die Kommentare, ob Mike on Tour einmal live gehen sollte. Kurz zur Vorgeschichte. Ich wollte dieses Jahr eigentlich mit dem Motorrad nach Norwegen fahren. Dann ist genau an dem Tag, wo ich mich näher mit der Planung befasst habe, wirklich was absolut Irres passiert. Und es hat mich nochmal auf ein ganz spezielles Thema aufmerksam gemacht. Und zwar Strafen für zu schnelles Fahren in Norwegen. Das Spannende ist, ich bin gerade aus der Balkanregion zurückgekommen, Griechenland, Bosnien. Ja, mehr dazu wird es dann auf jeden Fall geben in der Serie über die Balkanreise. Ich zurück hier und will eigentlich sportlich dynamisch fahren. Norwegen, Berge, Aussicht, Campen, alles war eigentlich perfekt. Ich war richtig geil drauf. Ich hatte die Zeit und dachte mir Adventure. Und dann schreibe ich einen Kollegen an, der gerade mit dem Motorrad in Norwegen unterwegs ist. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und er sagt, yo, ich bin gerade heute von der Polizei aufgehalten worden. Er hat mir noch ein Foto von der Strecke geschickt. Es war wirklich so eine endlos lange Gerade in den Horizont hinein, eher wie sowas, was man aus Kanada vielleicht vor den Augen hat, eine endlos gerade Straße. Und er wollte die Fähre erwischen und er ist ungefähr mit 83 oder 85 unterwegs gewesen. Dort war aber nur 60. Alarm! Alarm! Er hat meines Wissens auf keinen Fall auf der sportlichen Seite, sondern wirklich auf der Genießerseite unterwegs. Er hat dort einfach die 60er-Tafel übersehen und legal erlaubt sind 80. Er ist ein paar km/h drüber gefahren, sagen wir laut Tacho vielleicht 90. Auf jeden Fall ist er erwischt worden und hat einfach mal 1200 Euro für Pi mal Daumen netto 22, 23 km/h zu schnell bezahlt. Und das war so einfach ein Schockmoment, weil das war quasi die Antwort auf meine Frage an ihn. Ich habe ihn einfach gefragt, hey, wie sieht es denn da oben eigentlich aus mit ein bisschen dynamischerem Fahren und ist da viel Polizei, ist da wenig Polizei, kann man einfach auch mal ein paar Kurven so genießen? Und er sagt, nicht hier, mein Freund, hier schön brav gesetzesgetreu fahren, und schickt mir eben quasi das Foto von der Straße, seine Geschichte mit der Fähre und sagt halt parallel dazu, verdammt, er konnte wirklich froh sein, dass er den Führerschein behalten darf, weil ab 20 km/h zu schnell außerorts eigentlich wird der Führerschein abgenommen, so seine Worte. Und die Polizisten hatten wohl einen guten Tag und sind irgendwie nett mit ihm als Motorradreisenden ins Gespräch gekommen und haben dann gesagt, okay, bisschen Kulanz können wir ja machen, du kannst deinen Schein behalten, aber du musst natürlich gleich zahlen und dann kannst du weiterreisen. So geht's ab. Und dann habe ich mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, wie das denn so detailliert mit diesen Strafen aussieht. Und deshalb habe ich diese großartige Website gefunden und die möchte ich jetzt mit euch teilen, damit wir alle einen gemeinsamen Überblick über die Strafen in Norwegen haben. Und in bester Hoffnung gebe ich allen da draußen mit, haltet euch schön brav ans Tempolimit in Norwegen, es lohnt sich keinesfalls. Ich habe quasi so ein Straßensystem tatsächlich noch nie gesehen. Ich würde sagen, die Schweiz ist ein Schnäppchen dagegen und wir alle haben Angst vor der Schweiz. Deshalb schön aufpassen. Schauen wir mal. Also, mein Plan wäre jetzt, ihr seht hier diesen Screen so wie ich und ihr seht hier noch parallel mich und dann können wir das gemeinsam anschauen und ich lese euch sogar noch den größten Teil vor. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke! Hier, ganz wichtig, das kommt von www.südnorwegen.org. Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung, also vielen Dank für die Aufbereitung. Ich habe versucht, mich von verschiedenen Seiten hier schlau zu machen. So eine detaillierte Übersicht wie hier konnte ich nirgendwo finden. Deshalb schauen wir genau auf diese. Und hier steht auch, das kopieren und sonst wo veröffentlichen. Diese Seite ist nicht gestattet. Deshalb verweise ich nochmal darauf. Und wir schauen uns das jetzt quasi gemeinsam an. Also gültig ab 2024. Ich mache das mal so groß in der Hoffnung, dass wir das alle gut lesen können. Was ich schon mal sehr spannend fand, war, es gibt extreme Unterscheidungen innerorts, außerorts und dann auch noch die Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit. Heißt, fährst du 10 km/h zu schnell bei 50, hat das eine andere Auswirkung als 10 km/h zu schnell bei 60, bei 70, bei 80, also wirklich eine sehr detaillierte Staffelung. Und das sehen wir jetzt. Du bist außerorts, ich würde denken vor Ort, das
bedeutet hier außerorts. Und das Tempolimit ist quasi 60 oder darunter. Dann bezahlst du für 5 km/h zu schnell 115 Euro, 10 km/h zu schnell 315 Euro, 15 km/h zu schnell 565 Euro, 20 km/h zu schnell 820 Euro und 25 km/h zu schnell. In diese Kategorie ist quasi mein Kollege gefallen, 1270 Euro. Legal only when police there. Police not there, Habibi, everything legal. Habibi, not in Norway. In Norway, everything illegal, all the time. Wenn das Tempolimit 70 ist, wie erwähnt, erlaubte Geschwindigkeit in Norwegen ist 80 km/h. Ja, es stimmt, außerorts 80 km/h Tempolimit für Norwegen. Unbedingt immer informieren. Also wenn jetzt das Tempolimit 70 oder höher wäre, dann, ich überlege gerade, ändert es an den Strafen was? Ja, in der Staffelung etwas später. Soll quasi heißen, Tempolimit 70 oder höher, 5 km/h zu schnell. Ident wie vorher 115, 10 km/h zu schnell, 315, 15 km/h zu schnell, wow, es wird schon ein wenig günstiger, 505 statt 565, 20 km/h zu schnell, 705 statt 820, 25 km/h zu schnell, 955 und wir sehen schon, die Staffelung geht nämlich weiter, 30 km/h zu schnell, 1270, 35 km/h zu schnell, 1520 Euro. Lecco mio, das ist jenseits von Gut und Böse. Dann gibt es noch die eigene Kategorie Autobahn. Wenn das Geschwindigkeitslimit 90 oder mehr beträgt, dann gibt es noch eine Kategorie mehr und zwar 36 bis 40 km/h zu schnell, 1558 Euro. Havidere. Wow. Wenn ich sage, ich war dieses Jahr im Balkan unterwegs, 4 Wochen und ich habe wahrscheinlich nicht mehr Geld ausgegeben als 1585 Euro. Alles in allem für die ganze Reise. Stimmt das in jedem Fall, aber das ist wirklich, wirklich hart. Dann gibt es nochmal hier, was ich wirklich extrem toll finde, die Übersicht, ab wann quasi ein Führerscheinentzug direkt einfach die Folge ist. Also, Tempolimit 30 km/h, Überschreitung bis zu 26 km/h heißt Führerscheinentzug. Finde ich solide, war ja ähnlich in Deutschland auch mal zur Diskussion. Da haben sich komischerweise alle deshalb aufgeregt, wenn dann dein eigenes Kind vor der Schule überfahren wird, weil einer mit 60 über den Zebrastreifen geheizt ist. Ist das bestimmt immer ein anderes Szenario, aber ja, ich finde 30 hat eine solide Berechtigung. Sollte dementsprechend auch sinnvoll eingesetzt werden. Aktuell ganze Münchner Innenstadt größtenteils 30, ergibt überhaupt keinen Sinn. Tempolimit 40 plus 26, ebenso Führerscheinentzug. Tempolimit 50 plus 26, Führerscheinentzug. Tempolimit 60 plus 26, Führerscheinentzug. Eine sehr spannende Auflistung. Dann geht es weiter. 70 plus 36 ist erhöht worden. Das heißt, wenn wir 36 zu schnell gefahren sind, legen wir mal 1600, sage ich jetzt mal, Euros hin und dann geben wir zusätzlich auch noch unseren Schein ab. Alles klar. Bei 80, bei 90 und bei 100 ist immer ab 36 km/h zu schnell der Schein weg. Einfach mal so gedacht. Jetzt könnte man sagen, hey, 36 km/h zu schnell, das ist schon eine ganze Menge, aber bei uns ist ja Tempolimit 100 auf der Landstraße zum Beispiel. Dort ist Tempolimit 80 auf der Landstraße. Das heißt, 20 hast du schon mal verspielt. In Euros sind das hier 20 km/h zu schnell. Die unteren würden greifen 705. Außer da ist halt eine ungünstige 60er Tafel gestanden, die du nicht gesehen hast. Dann sind es 800. Also sagen wir 700 bis 800. Bezahlst du mal, dass du dieselbe Geschwindigkeit fährst wie bei uns. Und dann hast du vielleicht spontan mal am Gas angezogen oder überholt und in dem Moment steht ein Blitzer und dann bist du einfach mal deine 1600 Euro los und ich finde das echt happig. Das wollte ich mal mit euch teilen. Ersatzweise hier unten, wenn man seinen Aufenthalt im Knast in Norwegen verlängern will, kann man je nachdem für 900 Euro gefühlt 20 Tage auch ins Gefängnis gehen. I don't know, ob das so ein grandioser Plan ist, aber auf jeden Fall sparst du dir Geld. Ansonsten allgemein vielleicht auch noch kurz erwähnt hier, wir können das ein bisschen kleiner machen, auch jegliche Verkehrstafeln in irgendeiner Art zu ignorieren, ist extrem riskant. Bedeutet,
du fährst beim Motorradfahrverbot mit dem Motorrad hinein, legst einfach mal 820 Euro ab. Oder du missachtest die API-Regeln, legst einfach mal 820 Euro ab. Was ich wirklich extrem hart und durchgreifend finde, dieselben Strafen gelten auch quasi für Fahrradfahrer. Einfach mal mit 410 Euro, wenn du links abgebogen bist, wo du nicht abbiegen darfst. Ja, sagen wir, ich lege die Grenzen als Fahrradfahrer gern etwas anders aus, aber wirklich, wirklich hart, wenn du in Norwegen Fahrrad fährst, ganz hart ans Limit halten. Genau, und dann gibt es noch ein paar so eigene Kategorien. Ist jetzt hier Rotlicht bei der Mautstation oder einfach an der Ampel, unter Anführungszeichen klar. Ganz wichtig auch hier, greifst du während dem Fahren mit deinem Auto ans Handy. Wer weiß, vielleicht hast du einen Polizisten, der einen schlechten Tag hat erwischt und er legt dir das Navi-Bedienen am Motorrad aufs selbe aus und du legst dann einfach mal 970 Euro hin, weil du nach der nächsten Tankstelle auf dem Navi geklickt hast. Zum Beispiel, weil das Navi in meinem Fall wäre ein Mobiltelefon. Übel. Genau, fahren auf Bürgersteigen. Ich weiß nicht, wenn du rauffährst und das Moped dort parkst, 620 Euro, wenn der Polizist einen schlechten Tag hat. Ich weiß nicht, ob man es riskieren sollte. Und so geht das hier dann weiter mit vielen Punkten, die man sich unbedingt durchgelesen haben sollte, bevor man nach Norwegen fährt. Die Alkohol am Steuergrenze ist auch 0,2. Ich bin kein Trinker, aber ich würde sagen, 1, 2 Bier oder 2 Radler kann man auf jeden Fall trinken, wenn man noch vorsichtig, angemessen und ruhig nach Hause fährt. Dementsprechend 0,2 Promille, ebenso sehr abschreckend. Wahrscheinlich ein Bier und du bist darüber. Das ist wirklich hart. Genau, ab 0,4 Promille wird der Führerschein für mindestens 6 Monate eingezogen. Amen. Kann man dann einfach mit dem Bus nach Hause fahren. Dementsprechend, das war's. Hier nochmal vielen Dank an die Website südnorwegen.org für diese tolle Aufbereitung. Auf jeden Fall wichtig für euch zu wissen, das war der Grund, weshalb ich nicht nach Norwegen gefahren bin. Ich wollte einfach ein bisschen dynamischer unterwegs sein und da habe ich lieber bei uns in den Alpen einfach Tempolimit 100 oder auch in Italien 90. In Frankreich mit 80 wird es ja auch schon knapp, aber alle diese Länder haben nicht solche hohen Strafen wie Norwegen. Deshalb, falls ihr euch auf in den Norden macht, passt auf euch auf. Teilt bitte auf jeden Fall auch eure Erfahrungen. Wart ihr schon nach Norwegen? Habt ihr viel Polizei gesehen? Habt ihr vielleicht sogar schon eine Strafe bezahlt? Ist alles glatt gegangen? Seid ihr einfach nur froh? Habt gar nichts gewusst, dass ihr jetzt wieder hier seid und das alles glatt gegangen ist? Würde mich wirklich sehr interessieren, wie es euch bisher so gegangen ist. Ich denke, es ist ein wunderschönes Land und ich bin mir sicher, ich komme da auch mal hoch. Tschüss. Wie immer, ride hard, ride safe. Schaut doch gerne mal in meinem Shop vorbei. Vielleicht hier Kalender kaufen oder einfach ein tolles Bild. Versandkosten sind relativ teuer und Steuer auch, weil aus den USA verschickt. Ich arbeite noch dran. Bis bald. Man sieht sich. Tschüss.